Hallo, Servus und grüß euch. Ich bin der Max vom Pomade-Shop. Falls ihr uns nicht kennt, wir haben uns auf klassisches und modernes Haarstyling, Haarpflege, auf Haarpflegeprodukte haben wir uns spezialisiert. Und hier auf unserem YouTube-Kanal stellen wir euch regelmäßig verschiedene Produkte vor. Manchmal in einem Review, manchmal in einer simplen Übersicht. Wir beantworten viele eurer Fragen. Und für all das seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle und werdet hier fündig werden. Und schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich habe das Vergnügen, ich habe die Ehre, ich darf wieder ein Produkt-Review machen. Und zwar von der noch relativ, bei uns im Sortiment zumindest, relativ neuen, jungen Marke O'Dowds. Der Flo hat vor kurzem erst die Standard Pomade gereviewt, kommt jetzt da oben rein. Und ich darf heute das Dry Wax, darf ich euch zeigen. Design sehr ähnlich der Standard Pomade. Der Flo war ja super begeistert davon, gefällt mir an sich auch. Eher schlicht gehalten, aber dann doch ein bisschen verspielt, möchte ich mal sagen. Genau, wir haben wieder den schönen Slogan Sensible Grooming for Sensible Humans. Also das sind Top-Produkte mit im Grunde nur nachhaltigen, veganen Inhaltsstoffen. Und die sind eben auch super, super gut für die Haare, für die Kopfhaut. Müsst ihr euch keinen Kopf machen, wenn ihr die verwenden wollt. Genau, wie gesagt, ich verwende das Dry Wax, angegeben mit Maximum Hold. Und dann kommen wir gleich mal zum Produkt. Wir haben eine ganz, ganz leicht glänzende, sage ich mal, es sieht fast aus wie eine Cream Pomade, werdet aber merken, hat ein bisschen mehr Konsistenz. Der Duft gefällt mir. Der Duft, der ist gemischt. So ein bisschen eine Mischung aus Bergamott und grünem Tee, finde ich. Also man hat dieses leicht süßliche vom Bergamott hat man herinnen, aber dann auch etwas leicht herbes, ich will nicht hölzern sagen, aber schon fast so in die Richtung von dem grünen Tee. Tolle, frische Duftmischung. Und das Besondere daran, hat der Flo auch schon erwähnt, es ist kein Parfüm enthalten in den O'Dowds Produkten, sondern das sind alles nur die enthaltenen Inhaltsstoffe. Also sprich in dem Fall dann eben Bergamottöl und grünes, also Grünteeöl, je nach, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann mache ich nämlich gleich mal weiter mit den Inhaltsstoffen, ist nämlich sehr, sehr interessant, was da so alles mit drinnen ist. Finde ich eine wahnsinnig tolle Bandbreite. Also klar, ist auf Wasserbasis. Dann haben wir als nächstes gleich wieder das Reiskleiewachs. Finde ich einen sehr, sehr coolen Inhaltsstoff, der gefällt mir super gut. Klar, klassisch Rizinusöl, ein paar bekannte Sachen haben wir dann. Jojobaöl ist wieder mit drinnen, sowieso. Carnauba-Wachs haben wir mit am Start. Und dann haben wir ein bisschen Kaolin, was das Ganze nämlich nicht nur dry, sondern auch matt macht. Dry macht es nämlich das Seesalz, das Meersalz, das da mit drinnen ist. Genau, und dann haben wir noch ganz schön, genau, ein bisschen Lavendelöl ist mit drinnen. Wie gesagt, Bergamottöl haben wir noch drin. Orangenöl ist mit drinnen. Schwarzer Pfeffer. Finde ich auch total interessant, dass man aus schwarzem Pfeffer noch ein Öl macht. Gefällt mir super cool. Genau, also verschiedenste super coole Inhaltsstoffe. Alles vegan, alles cruelty-free. Also nicht an irgendwelchen Tieren getestet oder so. Macht das Ganze natürlich noch mal schöner. Genau, ich komme jetzt gleich zur Anwendung. Meine Haare sind, ihr seht es, komplett frei vom Produkt. Die sind auch sehr, sehr trocken. Würde ich tatsächlich ähnlich wie bei der Standard Pomade auch empfehlen, das Produkt in relativ trockenem Haar anzuwenden, weil das dann nämlich nochmal sein ganzes Können entfaltet, aber das Einarbeiten nicht so schwierig ist. Weil normalerweise habe ich es gerade bei festeren Produkten, dass ich lieber noch eine leichte Restfeuchte in den Haaren habe, weil sich es dann leichter einarbeiten lässt. Das ist jetzt bei dem Dry Wax anders. Da habe ich gemerkt, ist tatsächlich ein trockenes Haar deutlich mehr von Vorteil. Das Produkt lässt sich trotzdem super easy einarbeiten, überhaupt keinen Kopf machen, gibt kein Ziepen, kein Zerren, kein gar nichts. Und dann merkt ihr auch gleich, entfaltet das seine ganze Wirkung und das Styling danach geht auch wirklich, wirklich wunderbar. Und das möchte ich euch jetzt dann nämlich gleich mal zeigen. Also ich fange mal an. Ich hoffe, man erkennt es ungefähr. Man braucht ein bisschen Druck durch das ganze Wachs, das enthalten ist und nachdem es auch ein Heavy Hold Produkt ist. Das ist es nämlich am Ende tatsächlich. Aber dann
wenn man es dann in der Hand hat, der Breakdown ist ein Traum. Das ist super, super entspannt, wie das Ganze runtergeht. Also tatsächlich hat mich am Anfang ein bisschen überrascht, ob der Festigkeit im Tiegel, wie einfach das dann rausgeht. Ihr werdet selbstverständlich ein paar weiße Rückstände haben. Die gehen dann aber nachher im Haar auch weg. Und in der allergrößten Not hilft es da dann mit feuchten Fingern oder einem feuchten Kamm einfach mal nachzuhelfen. Dann funktioniert das Ganze ganz gut. So, also ihr habt jetzt mal die Menge gesehen, die ich mir in die Haare gepackt habe. Damit könnte ich mir jetzt auch schon einen ganz, ganz easy, den lockeren Surfer out of bed, aber auch so ein lockerer Business-Look wäre damit schon total einfach möglich. Was der Wahnsinn ist, wie reichhaltig im Grunde alle von den Dodaus-Produkten sind. Das hat mich ganz schön vom Hocker gehauen, muss ich sagen. So, also das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Ich möchte es aber ein bisschen klassischer haben, deshalb nehme ich mir noch ein bisschen was raus. Wieder schön in den Händen verreiben. Der Duft entfaltet sich jetzt gerade richtig schön. Gerade Bergamott nehme ich jetzt am Anfang noch ein bisschen mehr wahr, wird später, später mischen sich die Düfte dann wieder ein bisschen mehr, dann wird das Ganze nochmal, also dann entfalten sich die anderen Öle auch nochmal vom Duft her und dann habt ihr den ganzen Tag, tatsächlich fast komplett den ganzen Tag, diesen sehr angenehmen Duft umeinander schwabern, nicht zu intensiv, es ist keine richtige Duftbombe, aber es ist dann doch immer sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. So, ihr merkt, in den Haaren dann gleich, es ist ein wasserbasiertes Heavy-Hold-Produkt. Ihr seht, die Haare stehen gerade hoch. Das zieht dann schon gleich ein bisschen an. Ist aber überhaupt nicht schlimm, denn jetzt kommen wir dann gleich zu meinem Trick 17. Ich nehme den Kamm und den mache ich nass. Würde ich da dann tatsächlich empfehlen, macht lieber den Kamm nass statt eure Haare. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen einfach. Naja gut, ein bisschen Geziepe ist jetzt, weil ich dann doch ein bisschen mehr Produkt verwendet habe, aber das ist dann immer so bei mir. Das ist, weil meine Haare da auch ein bisschen störrisch sind, ist das einfach so. Aber ich habe ja ein bisschen Zeit, denn das ist jetzt im Grunde schon der fertige Halt. Wenn ihr mit ein bisschen Wasser rangeht, dann zieht das Produkt nachher noch ein bisschen an, ja, wird dann nochmal deutlich fester. Aber im Grunde ist das jetzt schon der finale Halt. Da wird sich nicht mehr so viel ändern. Und gerade wenn ihr jetzt mit weniger Produkt arbeitet, für den eher lockeren Style, bleiben die Haare auch angenehm flexibel. Also ihr könnt immer wieder durchfahren, ein bisschen durchwuscheln. Das ist dann überhaupt kein Problem. Wenn ihr mehr hernehmt, so wie ich jetzt, und dann eben auch gerade nochmal mit ein bisschen Wasser arbeitet im Nachhinein, zieht schon noch deutlich mehr an, muss man sagen. Also das ist dann schon sehr stabil, lässt sich mit einem feuchten Kamm oder leicht feuchten Fingern auf jeden Fall noch nachstylen, geht, aber das ist dann jetzt nichts im Vergleich zu einer ölbasierten Pomade, würde ich mal sagen. Also da haben wir dann schon nochmal einen großen Unterschied. Aber das ist so. Also, ich habe es mal durchgekämmt, mir die losen Haare einfach nochmal rausgenommen, eine Grundrichtung gegeben. Jetzt suche ich mir hier wieder meinen Scheitel. Schön nach hinten ziehen. Da ist die Scheitelnaht. Ihr seht, nach hinten gekämmt. Erstmal rüber. Hier ziehe ich mir die Haare runter und gleich ein bisschen rüber. Mit dem Scheitel finden, das ist so ein Ding. Ich habe es jetzt inzwischen rausgefunden, wo ich ungefähr hin muss, damit ich hier hinten meinen Wirbel, dass ich den richtig integrieren kann. Wenn ihr da einfachere Haare habt, wie der Flo zum Beispiel, der könnte sich den Scheitel ziehen, wo er möchte. Das wäre im Grunde wurscht. Aber wenn ihr dann ähnliche Haare habt wie ich, es ist ein bisschen rumprobieren, ein bisschen Trial and Error, aber es wird funktionieren und am Ende werdet ihr merken, das Styling fällt euch deutlich leichter, wenn ihr ein bisschen mit den Haaren mitarbeitet und nicht zu sehr gegen die Haare. Denn dann kann euch im Zweifelsfall auch das beste Produkt nicht helfen. Schon oft gehört, ja, und das Produkt funktioniert einfach nicht und es hat nichts geklappt, egal wie ich gemacht habe. Und dann schaust du dir, sagen wir mal, die Haare mal genau an und wie sie wachsen. Und wenn man dann so dermaßen gegen die Wuchsrichtung zum Beispiel arbeitet, dann ist das einfach unheimlich schwierig, sich da den gewünschten Look zu kreieren, ohne, sage ich mal, sich die Haare fest zu betonieren oder fest zu kleben.
Deshalb, da ist es ein bisschen, gerade als Tipp, wenn die Haare frisch gewaschen sind, ganz ohne Produkt, einfach nur trocken rubbeln mit dem Handtuch und dann mal schauen, wie fallen denn meine Haare jetzt genau wohin. Schaut euch das mal ein bisschen an und dann werdet ihr nämlich merken, wenn man nur 2, 3 kleine Stellschräubchen verändert beim Styling, wird das Ganze viel, viel einfacher werden und auch viel, viel schneller gehen. Also das als Tipp von mir. Das habe ich mir die Seite sortiert. Jetzt nehme ich den gröberen Kamm, den mache ich auch wieder feucht. So, dann vorne ein bisschen. Das ist halt auch das Tolle an dem Produkt. Also ihr kriegt ein Wahnsinnsvolumen und tolle Textur damit hin. Wäre auch als Pre-Styler zum Beispiel hervorragend geeignet. Einfach ein bisschen was ins Haar rein, schon mal vorföhnen und dann habt ihr ein dermaßenes Volumen beisammen. Das ist echt, das ist unheimlich toll. So, was mir auch aufgefallen ist, bei mir geht dann das Styling tatsächlich auch ziemlich schnell. Es sind dann jetzt vielleicht noch ein paar Feinheiten, da nehme ich wieder den etwas feineren Kamm, dass ich mir das zurechtziehe. Und das ist genau das, was ich meinte. Vielleicht seht ihr es jetzt hier oben. Ich habe den Kamm jetzt wirklich feucht gemacht. Jetzt kann ich ganz akkurat meine Linien ziehen. Vorne seht ihr, ist das Ganze ein bisschen lockerer. Und das ist dann eben genau der Unterschied, wie ihr arbeitet. Das könnt ihr euch dann eben auch noch aussuchen. Und das ist halt auch nochmal das Tolle an so einem Produkt. Das macht halt wirklich richtig Spaß. So, dann nehmen wir hier mal die Seiten. So, da. Ja. So, für die abstehenden Haare hier nehme ich mir jetzt noch eine Bürste. Eignet sich dann auch hervorragend zum Anlegen. Genau. So. Ja, also fürs Erste bin ich jetzt ganz zufrieden. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mal durchkämmen und sowieso. Ich würde vor allem auch sagen, in einer Stunde ungefähr werde ich mich wieder hinsetzen und euch dann mal die Nachstylbarkeit und vor allem auch, sag mal, das finale Finish, also wie matt meine Haare dann am Ende aussehen, zeige ich euch dann nämlich nochmal. Ihr seht jetzt, ich denke, man erkennt es, klar, sie sind noch ein bisschen feucht, meine Haare, ein bisschen Glanz ist da, aber an sich ist das jetzt schon relativ matt, das Produkt. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kurzen Break und wir sehen uns nachher wieder. So, willkommen zurück. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch nochmal, wie das Ganze jetzt nach einer gewissen Zeit ausschaut. Ihr kennt es wahrscheinlich, meine Haare sind jetzt wirklich richtig matt. Also das ist der trocken matte Look, der eben durch das enthaltene Kaolin und vor allem durch das Meersalz kommt. Sieht tatsächlich trockener aus, als es sich anfühlt. Und das finde ich ganz interessant, weil da wohl die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe genau richtig gewählt wurde, dass es eben zwar einen super trocken matten Look gibt, aber letzten Endes die Haare doch noch, ich sage jetzt mal, griffiger und tatsächlich, man merkt auch, das Reiskleierwachs, zum Beispiel das Kanauberwachs, merkt man schon noch mit drinnen. Da ist eine gewisse Griffigkeit mit drinnen und auch das Nachstylen ist in gewisser Weise, sage ich mal, noch möglich. Das zeige ich euch jetzt mal, indem ich nehme den etwas gröberen Kamm und zwar nehme ich ihn jetzt trocken. Ich gehe jetzt einfach mal so durch die Haare durch und das ist, ja natürlich, ihr nehmt die Struktur ein bisschen raus. Das ist im Grunde bei fast allen wasserbasierten, besonders bei den Matten und ich sag mal Pasten. Bei diesen ganzen Produkten ist das dann fast immer so, dass wenn ihr nach einer Zeit, wenn die ein bisschen trockener geworden sind und ihr kämmt nach, gebt ihr ein bisschen was von der Struktur auf und die Haare werden dann deutlich fluffiger. Aber das ist jetzt bei der hier nicht so sehr wie bei vielen anderen Produkten. Ihr seht, ich komme tatsächlich relativ gut durch. Natürlich, ein bisschen was von der Struktur gebe ich auf, das habe ich ja gesagt, aber es bleibt alles noch super geschmeidig und halt richtig gut nachstylbar. Und das finde ich nämlich auch ist was mich bei dem Produkt auch sehr überrascht hat, dass obwohl es dann doch noch relativ gut Gas gibt im Haar, das Nachstylen letzten Endes noch sehr gut funktioniert. Was den Halt angeht, ja, es ist definitiv ein Heavy-Hold-Produkt, auch wenn ihr weniger verwendet. Kommt jetzt aber, ihr seht es jetzt, wo ich nachgekämmt habe und das Ganze trocken gemacht habe. Bei mir kommt die Welle jetzt wieder. Das heißt, wenn ihr das Ganze, eure Locken, sage ich mal, ein bisschen betonen wollt am Ende noch, funktioniert das jetzt dann natürlich besonders gut.
dann kommt das Ganze nochmal wieder richtig gut raus. Wenn ihr es ein bisschen definierter haben wollt und die Haare glatt ziehen, wirklich gerade ziehen wollt, dann wird es mit dem Nachkämmen ein bisschen schwieriger. Allerdings, wenn ihr dann am Anfang die Haare euch in die richtige Richtung, also wenn ihr sie richtig frisiert habt, dann solltet ihr auch gar nicht die Notwendigkeit des Nachstylens haben. Das ist nämlich das andere. Also ich bin, alles in allem bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Produkt. Gefällt mir wirklich gut. Generell die gesamte O'Dowds-Linie. Der Flo hatte mir immer nur davon vorgeschwärmt, aber inzwischen kann ich absolut nachvollziehen, warum ihm die Produkte wirklich so gut gefallen. Und ich freue mich wirklich, ich bin wirklich, wirklich glücklich darüber, dass wir die jetzt auch bei uns im Shop anbieten können. Schaut euch die mal an, die ganzen Produkte. Ich bin mir relativ sicher, dass da für so ziemlich jeden von euch was dabei sein dürfte. Also kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, in dem Fall jetzt das Drywax von O'Dowds. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zugeschaut haben. Schön, wenn ihr abonniert habt. Schön, wenn ihr es jetzt noch macht. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut doch mal auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook und Instagram vorbei. Gibt es auch immer regelmäßig News. Und solltet ihr sonst noch jegliche Fragen haben oder alles Mögliche, alle Kontaktdaten findet ihr unten in der Infobox. Da erreicht ihr uns auf jeden Fall immer. Dann sage ich danke und ciao, servus, euer Max.